herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch etwas, was ich immer schon mal machen wollte. Und zwar machen wir heute Pulled Pork. Pulled Pork heißt schonend bzw. niedrig gegartes Schweinefleisch, das nach dem Garen einfach zerrupft bzw. zerpflückt wird. Anrichten werden wir später in einem Burger, zusammen mit ein paar Gewürzgurken, Spitzkohlsalat und Barbecue-Soße. Bis wir an diesem Punkt angelangt sind, dauert es aber noch ein Weilchen. Denn angefangen wird am Tag zuvor. Ich habe hier 1,5 Kilogramm Schweinenacken. Der wird zunächst mit jeweils einem Teelöffel Salz, Pfeffer, Paprikapulver, Kumin und Chiliflocken gewürzt. Die Gewürze jetzt richtig schön einreiben und den Schweinenacken von allen Seiten darin wenden, so lange bis alle Gewürze auf dem Schweinenacken haften bleiben und er rundherum mit einer schönen Gewürzkruste bedeckt ist. Dann einen Gefrierbeutel hernehmen und das Fleisch darin luftdicht verpacken. Und danach für 24 Stunden im Kühlschrank lagern. Am nächsten Tag das Fleisch 1 bis 2 Stunden vor der Zubereitung aus dem Kühlschrank nehmen, damit es Zimmertemperatur annehmen kann. Außerdem 200 ml Apfelsaft, 200 ml Gemüsefond und 2 Esslöffel braunen Zucker in eine Auflaufform geben. Alles kurz mit einem Löffel verrühren. Als nächstes brauchen wir ein Backrost. Auf das Backrost kommt der marinierte Schweinenacken. Einfach ohne Backpapier auf das Backrost legen. Und zum Schluss relativ mittig ein Fleischthermometer in den Braten stecken. Und so kommt das Ganze jetzt für 6 bis 7 Stunden in den auf 120 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizten Backofen. Das Rost dabei relativ weit unten im Ofen platzieren und die Auflaufform genau unter den Braten auf den Backofenboden stellen. So tropfen die austretenden Fleischsäfte immer in die Form und wir erhalten später einen richtig leckeren Sud. Währenddessen können wir uns um den Coleslaw kümmern. Dafür habe ich einen halben Spitzkohl in feine Streifen geschnitten und die Spitzkohlstreifen zusammen mit einem guten Schuss Olivenöl, einem guten Schuss Rotweinessig, 3 bis 4 Esslöffeln saurer Sahne und einer Prise Pfeffer in eine Rührschüssel geben. Jetzt alle Zutaten mit den Händen vermengen, bis sich alles gut verteilt hat und anschließend mit Frischhaltefolie abdecken und bis zum Anrichten im Kühlschrank lagern. Nach etwa 7 Stunden hat mein Schweinenacken eine Kerntemperatur von 93 Grad erreicht. Dann aus dem Ofen holen und das Thermometer entfernen. Das Fleisch muss jetzt noch etwa 1 Stunde ruhen. Dafür wickle ich es zunächst in 1 bis 2 Bögen Alufolie ein. Und danach zusätzlich noch in 2 Küchentücher. Und so kann der Schweinenacken jetzt für etwa 1 Stunde an einem warmen Ort ruhen. Kurz vor Ende der Ruhephase den Sud aus der Auflaufform in einen kleinen Topf gießen und einmal aufkochen lassen. Außerdem schon mal die Burgerbrötchen halbieren und auf der Schnittseite anrösten. Das Fleisch dann aus der Alufolie wickeln. Und jetzt könnt ihr mit 2 Gabeln anfangen, das Fleisch in einzelne Fasern zu zerrupfen. Hier könnt ihr ruhig richtig grob arbeiten und den ganzen Braten auf diese Weise zerreißen bzw. zerrupfen. Überschüssiges Fett
solltet ihr in diesem Schritt entfernen, denn wir wollen hier nur die zerfaserten Fleischstücke erhalten. Das Ganze könnt ihr natürlich auch einfach mit den Händen machen und so die Fleischstücke einfach in die einzelnen Fasern zerreißen. Das Ganze macht ihr dann so lange, bis ihr so einen Haufen zerrupftes Fleisch habt. So sollte das Fleisch nach dem Rupfen aussehen. Dann in eine Auflaufform geben, mit dem heißen Sud übergießen, alles kurz durchrühren. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir ans Anrichten denken können. Die Burger-Unterhälften jeweils mit etwa einem Esslöffel eurer Lieblings-Barbecue-Soße einstreichen. Dann eine ordentliche Portion Fleisch auf die Burgerhälfte geben. Jeweils eine Scheibe Schmelzkäse obendrauf und dann kurz in den Backofen mit eingeschalteter Grillfunktion geben. Nicht lange, nur bis der Käse etwas angeschmolzen ist. Dann noch ein paar Scheiben Gewürzgurken, etwas von dem Spitzkohlsalat und zum Schluss die Brötchen-Oberhälfte. Sehr zeitaufwendig, aber ich finde, es lohnt sich. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.